Servus Leute, heute machen wir bei dem Fahrzeug, der hat das Problem und zwar, der läuft beim Leerlauf, gibt er immer von automatisch, also von alleine Gas. Da seht ihr hier die Drehzahl, wie die immer hochgeht. Normalerweise muss die hier unten sein bei 750 oder 800 und der hat eine ganz hohe Leerlaufdrehzahl. Und da schauen wir uns das mal an, woran es liegt. Also die Leerlaufdrehzahl, die steigt und fällt die ganze Zeit, aber meistens ist die viel zu hoch, also normal muss die bei 800 ungefähr sein, wie gesagt. Und der ist meistens bei, so wie jetzt, 1200. Manchmal ist die auch bei 1400, 1500. Dadurch habt ihr natürlich mehr Spritverbrauch und ist allgemein auch nicht so gut für den Motor. Deswegen schauen wir uns das an. Ich zeige euch, wie ihr das reparieren könnt, ganz einfach. Also das ist jetzt ein Beispielfahrzeug Ford Fiesta 1,3. Aber das ist bei allen Autos eigentlich gleich. Und da gehen wir gleich mal in den Motorraum und schauen uns das Ganze mal an. So Leute, wir sind jetzt vorne im Motorraum und zwar, wir müssen hier unten drunter. Und zwar geht es heute um die KGE, also PCW heißt es bei dem Modell hier. Das ist ein Positive Crankcase Ventilation System, heißt es auf Englisch. Und da geht es darum, diese Kurbelgehäuse Gase wieder rauszuholen, also zu entlüften. Entlüftungsventil, Regulierventil heißt es bei dem Modell hier. Und wenn es kaputt ist, dann habt ihr so wie bei dem hier, führt es dazu, dass ihr hohe Leerlaufdrehzahl habt, Schwankungen habt, weil ausdrückt, so wie bei dem hier. Hier seht ihr hier, dass er undicht ist. Hinten läuft das Öl runter. Und an den Dichtungen drückt es überall raus. Es kann sogar sein, dass er die getriebeseitige Dichtung, wo das Getriebe reingeht, dass er die sogar rausdrückt, weil er so viel Überdruck hat im Kurbelgehäuse. Und das werden wir heute mal wechseln. Die Dinger gehen öfter kaputt bei denen, auch bei den ähnlichen Modellen, wie gesagt. Dazu gehen wir erstmal her und entfernen das Ganze, dann zeige ich euch mal, wie das aussieht. Erstmal diesen Schlauch hier weg, auf Seite. Dann können wir diesen Schlauch hier entfernen, den ziehen wir hier einfach nur runter. Der ist voll mit Öl normalerweise, also Öldämpfe. Dann dieses Teil hier, da habe ich die Schelle hier schon mal weggemacht, so sieht das Teil aus. Einfach aufklipsen, hier auch wegziehen. Und dann nehmen wir uns hier den WD-40 und sprühen hier auf diese Nasen drauf, damit es gut rausflutscht, weil das ist nur gesteckt. Dann mal schauen, ob ich das von hier treffe. Ja, geht drauf. So. Und dann können wir das ganze Teil mal einmal rausziehen. So nach oben. Ich habe das jetzt lose bekommen. Wie gesagt, hier einmal gepackt, gezogen. Hier und da die zwei Punkte unten eingeschmiert und rausgezogen. Jetzt können wir das Ding komplett mal entfernen und können uns das unten anschauen. Hier auf der Seite hängt er noch. So. Weg mit dem Ding. Passt auf, dass ihr das nicht kaputt macht. Ich will nicht wissen, was das Ding kostet, obwohl kann man auch gebraucht holen vom Teileverwerter. So sieht das ganze Ding jetzt aus. Gott sei Dank, unser Ventil ist oben. Es gibt auch Modelle, wo das hier unter der Ansaugbrücke ist. Da muss man die ganze Ansaugbrücke entfernen. Wenn wir schon mal jetzt hier sind, können wir alles uns schön anschauen. Das heißt, wir können mal hier gucken, ob es irgendwelche Undichtigkeiten gibt. Hier ist ein bisschen Öl drauf. Also die Ventildeckeldichtung ist ein bisschen undicht. Aber wie gesagt, es kann davon kommen, dass das Ventil defekt ist. Und um was es heute eigentlich geht, ist dieses Ventil hier. Das ist hier reingesteckt. Ich sehe gerade hier, der Schlauch ist kaputt. Das kann sein, dass es deswegen auch Falschluft zieht. Und deswegen hat er so eine hohe Leerlaufdrehzahl. Deswegen den Schlauch müssen wir auf jeden Fall ersetzen. Habe ich jetzt auch erst gesehen. Das Ventil werden wir jetzt auch mal testen, ob das noch funktioniert. Schauen wir mal. Jetzt machen wir das Ventil erstmal hier raus. So sieht das Ventil aus. Hier seht ihr die ganzen Ablagerungen vom Öl. Das tut sozusagen das Öl, die Kurbelgehäuse entlüften sozusagen. Schauen wir mal, genau, passt. Das ist das Ventil, um was es heute geht. Wie gesagt, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das ist ja auch defekt, das müssen wir auf jeden Fall ersetzen. Ansonsten kontrollieren wir noch die anderen Schläuche hier, ob die undicht sind. Scheint nicht der Fall zu sein. Das kann sein, dass das Ventil gar nicht defekt ist, aber so wie das aussieht, das funktioniert sogar. Das muss dieses Geräusch hier machen, wenn ihr daran wackelt. Ist ein bisschen warm noch, weil es aus Metall ist und weil der Motor noch warm ist. Hört ihr das? Ich zeige euch noch das neue Teil, das habe ich auch da. So, wenn ich schon mal dabei bin, habe ich das Teil hier auch ausgetauscht. Das hat mich ziemlich genervt gehabt, weil das ist immer hier rausgeflogen, diese Tülle hier. So sieht das Teil aus, kostet ungefähr 3-4 Euro bei Ford. Habe ich online bestellt, original Ford. Jetzt hebt das Teil wieder, Gott sei Dank. Das hat mich so aufgeregt. Das hätten wir auch in den Griff gekriegt. Tun wir mal hier auf Seite, dass wir die nicht vergessen. Und dann haben wir hier das neue Ventil.
Und zwar so sieht das Ventil hier aus. Den verbauen wir auf jeden Fall. Weil wie gesagt, KGE-Sachen würde ich immer tauschen nach einer Zeit. Machen wir mal das ganze Ding hier. Genau so sieht das neue Teil aus. Im Vergleich ist der alte, hier ist der neue. Und da muss dieses Geräusch hier machen. Und unten, also ihr seht ja, wenn ich den so halte, muss er so ein bisschen zurückgehen. Da ist eine Feder drin. Und dieses Geräusch muss er machen. Das macht unser zwar auch. Zwar ein bisschen dumpfer, aber es funktioniert noch. Also es ist nicht defekt, würde ich jetzt sagen. Wir tauschen es trotzdem, aber unser eigentliches Problem wird auch das hier sein, denke ich. Deswegen gucke ich jetzt, dass ich noch einen Schlauch finde, dass wir den hier auch ersetzen von hier bis hierher. Klebeband würde ich nicht drauf machen, das hebt nicht lange. Und dann schauen wir mal, ob sich die Leerlaufdrehzahl wieder normalisiert. Die Schnelle habe ich jetzt die zwei Schläuche hier gefunden. Ich schaue mal, ob ich die drauf kriege irgendwie. Der ist total zerstört eigentlich, aber hier dieses Stück hier vorne ist noch gut. Das ist von meinem E46 hier, habe ich letzte Woche rausgemacht, von der KGE auch. Und da schaue ich mal, ob ich den irgendwie drüber kriege. Ansonsten den hier. Muss mal schauen, ob das passt. Scheint nicht so zu sein. Leute, ich habe jetzt das trotzdem geflickt, weil ich habe mit den Schläuchen das nicht hinbekommen. Und außerdem der KGE-Schlauch von meinem E46, der sieht so drin aus. Also da ist sehr viel Ölkohle auch drin. Den will ich auch nicht einbauen. Deswegen jetzt erstmal die Lösung so. Und so lange werde ich jetzt einen neuen bestellen. Ich meine, das alles rauszumachen war jetzt eh nicht so schwer. Zum Glück liegt das Ventil hier oben. Ich habe schon befürchtet, dass es hier unten liegt. Bei manchen Modellen liegt es hier unter der Ansaugbrücke. Dann müsst ihr die ganze Ansaugbrücke rausholen. Das sind hier mehrere Schrauben. Ist halt deutlich aufwendiger. Und bei dem, wie gesagt, ist es nur hier oben. Deswegen sind wir eigentlich schon fertig. Ich spiele jetzt diese Sachen hier noch ein. Dann schauen wir mal, wie der jetzt läuft. Diese Nippel, wo das Teil hier drauf kommt, schmieren wir jetzt kurz noch ein. Und dann machen wir die Abdeckung wieder drauf, starten mal und schauen mal, wie der läuft. Ich vermute mal, dass er jetzt schon nicht mehr so läuft wie vorher, also besser. Genau, und das hat ja auch Kraftstoff, spart ihr dadurch auch ein, weil ihr im Leerlauf halt nicht so eine hohe Drehzahl habt. Schauen wir mal. So, was ich jetzt noch habe, hier dieses Teil, diese Entlüftung für den Kühler, der ist bei uns abgebrochen. Der kommt hier hin, wo das Thermostat ist. Den werde ich jetzt auch noch tauschen, dann mache ich nochmal die Abdeckung drauf, aber jetzt mache ich noch ganz kurz, starte ich mal den Motor, wie der jetzt läuft, mit dem Schlauch, der jetzt hoffentlich gut ist. Leute, ich habe den jetzt gestartet, schaut mal her, wie der Leerlauf jetzt ist. Wir sind hier gerade mal bei 800 Umdrehungen, wie ich gesagt habe. Ja, der läuft wieder perfekt, keine Probleme mehr. Davor war der immer hier oben, jetzt ist der hier unten, wie gesagt, bei 800 Umdrehungen. Das ist dieses Geräusch vom Auspuff, das muss ich auch noch rausholen. Da ist die Halterung vom Auspuff defekt. Hier an der Seite, seht ihr das? Die hebt nicht mehr. Und das knallt immer dagegen, das mache ich jetzt mal raus. Diesen Halter muss man wieder dran schrauben. Dran schweißen. Aber jetzt könnt ihr mal schauen, wie ruhig der läuft. Optimal. So, der Wagen läuft wieder perfekt, wie ihr seht. Und das hat jedes Auto, also diese Kuppelgehäuse Entlüftung. Da könnt ihr meine anderen Videos auch anschauen, wie es bei BMW zum Beispiel aussieht oder Mercedes. Alle Autos haben das gleiche. Und wie gesagt, wenn das defekt ist, wie habt ihr gesehen, bei mir war dieser Schlauch defekt. Das war dann bei mir die Hauptursache, aber dieses Ventil würde ich euch auch empfehlen, gleich zu wechseln, weil auch vorsorglich, dass ihr dann kein Öl verliert und so weiter, weil es kann sogar passieren, dass dieses Öl dann aus dem Auspuff rausgeht, also mit verbrannt wird im Motorraum, wenn dieses Ventil defekt ist. Deswegen, das Ventil ist zwar klein, aber hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Motor, deswegen immer schön wechseln. Das war sowas zu dem Video. Wenn euch es gefallen hat, lasst ein Abo da und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.